Auto zu langweilig? Nicht schnell genug? Individuell. Anders. Besser. SW-Tuning. Moin zusammen, in diesem Video zeige ich euch, wie man das Nachrüstset für eine zweite Batterie in einem T5 oder T6 verbaut. In diesen Schritten schafft ihr es, euch selber unser Nachrüstset für die zweite Batterie für ein T5 und T6 nachzurüsten. Ich zeige euch jetzt jeden einzelnen Schritt. Anfangen tun wir damit, dass wir erstmal die Starterbatterie, den Massepol abklemmen. Dazu benutzen wir eine kleine Knarre mit einer 10er Nuss, lösen erst den Minuspol, dann den Pluspol. Hier entferne ich noch ein altes Kabel, wo eine Soundanlage mal früher, glaube ich, mit betrieben wurde. Und dann nehmen wir eine Halbzollknarre mit 13er Nuss und lösen die Schraube und ziehen diese mit dem Batteriehalteblech und packen das ordentlich beiseite. Hier ist eine 100 Ampere-Stunden Batterie verbaut. Das ist etwas kompliziert, die rauszukriegen, aber es geht. Dann die Dichtleiste entfernen. Dann haben wir hier ein 13er Torx. Damit drehen wir die Schraube raus und auch gleich wieder ins Blech rein, dass sie uns gar nicht verloren geht. Dann müssen wir in das Dichtungsgummi zwischen Spritzschutzwand und dem Blech ein Loch reinschneiden, ungefähr so groß wie ein kleiner Finger. Wie man sieht, ganz wichtig, ganz vorsichtig das machen, damit man dort keine Kabel beschädigt, die hier sind. Dann bauen wir den Sitz von der Sitzkonsole runter. Dafür benutzen wir die kleine Knarre mit der 13er Nuss wieder. Dann lösen wir erst vorne die Muttern von den Bolzen der Sitzkonsole runter, ziehen dann den Sitz nach vorne und dann gehen wir an die Schrauben hinten, auch wieder kleine Knarre, 13er Nuss und heben dann quasi den Sitz einmal ganz leicht hoch, um besser an den Stecker zu kommen für die Gurtüberwachung. Ich benutze gerne eine Gummimatte, um den Sitz ordentlich dann hinter der Sitzkonsole abstellen zu können. Da gibt es keine Kratzer, manchmal verfängt sich dort auch etwas Dreck. So, Schrauben immer vorne links in das Fach neben das Lenkrad oder irgendwo gesondert hin. Dieses gute Stück kriegt man, wenn man mit einem Schlitzschraubendreher vorne da einhakt und das hochdrückt, ohne Probleme nach vorne gezogen. Das andere mit einem Ruck nach oben hebeln, ziehen und dann nach vorne abstreifen. Dann den Stecker für die Überwachung der Handbremse ablösen und dann mit einer 3/8 Zoll Knarre, 13er Nuss, auch hier die gelöste Handbremse, also nicht angezogen, gelöste Handbremse dort von den Bolzen runter. Schrauben wieder drauf, damit sie nicht flöten gehen. Es gibt so einige Ecken in der Gegend, wo man nichts wiederfindet. 3-Zieger Torx wieder, um vorne den Sicherungsbahnhof lösen zu können. Schrauben auch da wieder rein. Und auch der Steckerbahnhof auf der linken Seite wird mit dem 30er Torx gelöst. Schraube gleich wieder rein. 1,5, 2 Gewindegänge reicht vollkommen aus. Dann können wir nämlich schon mit der Halbzollknarre, lange Verlängerung, 17er Nuss, alle 4 Schrauben lösen, dass wir die Sitzkonsole quasi etwas leichter dann entfernen können. Dann geht nämlich der Rest dann einfach mit der Hand. Nummer 3 und Nummer 4. Und auch die Schrauben tue ich da vorne rein. Und dann kann die Sitzkonsole nämlich schon raus. Als nächstes schneiden wir von dem Teppichboden das Stück heraus, was dieser Lappen ist. Damit kommen wir nämlich viel besser an den Massebolzen. Da gehen wir auch wieder kleine Knarre, 10er Nuss da dran, um dort dann nämlich unsere Masse aufzulegen. Das dicke Massekabel, was zum Minuspol gehört, das kleine Minuskabel, was zum Trennrelais gehört. Wenn ihr noch weitere Minusverbraucher habt, damit drauf dann gleich, dann müsst ihr das nicht an der Batterie anlegen, 10er Nuss wieder anziehen, fertig ist. Die rote lange Leitung, fast über 3 Meter lang, verlegen wir mittig in dem Tunnel unter dem Teppich und dann das obere Loch, wo wir den Gummipropfen vorher rausgenommen haben. Wenn ihr hier Hilfe habt, hier hat Julie geholfen, hilft immer. Gummipropfen durch, dann vorne durch den Gummipropfen an der Spritzschutzwand, Kabel durchschieben, immer ein bisschen stabilisieren, dass ihr dieses Gummistück da nicht abreißt. Ganz wichtig, das Kabel muss so verlegt werden, dass es keine Berührung zur Karosserie hat an der Stelle, sonst scheuert es irgendwann durch. Dann wieder ordentlich zusammenschieben, das Ganze so zusammenbauen, wie es vorher war. 30er Torx wieder festschrauben, mit Kabelbindern das Ganze fixieren an der Leitung, die da eh schon lang läuft und dann wieder die Gummilippe drauf. Batterie kann wieder rein, fummelig, aber notwendig. Macht noch ein bisschen Korrosionsschutz an der Stelle, würde ich empfehlen. Gerade das Gewinde der 13er Nuss mit dem Halteblech, dort fängt schnell an zu rosten. Hier sieht man es auch wieder.
Wir haben das nachträglich noch gemacht. So, dann als erstes den Pluspol drauf. Erst dann die Pluspolklemme befestigen, ganz wichtig, weil die Schraube, die wir nämlich jetzt lösen, ist eine Verbundschraube und diese Schraube geht nur schwer ab und ist schwer zu lösen und das geht eigentlich nur, wenn die Pluspolklemme schon festgezogen ist. Das Ganze wieder zurückgerüstet, rangezogen und dann sind wir fertig. Minuspol noch nicht auflegen, weil sonst hätten wir nämlich jetzt Potential schon auf dem Auto. Das ist dann einer der letzten Schritte. Dann machen wir oben den Sicherungsbahnhof wieder dran mit T30 und wir machen das Batteriehalteblech unter die Sitzkonsole drunter. Und dann müssen wir nämlich langsam eine Schraube nach der anderen, 17er, lange Verlängerung, dann wieder dort festziehen. Das machen wir 1, 2, 3, 4, kräftig festziehen. An die Schraube, die letzte, vorne links, die vorletzte, kommen wir nämlich später nicht mehr gut dran. So, dann den Steckerbahnhof auf der linken Seite, wieder mit 30er Torx befestigen, unten einstecken, oben drauflegen, Schraube durch, fertig. Dann das Trennrelais können wir mit einem kleinen Holzstück hinter dem Löchlein, was an der rechten Seite da durchguckt, mit einer Holzschraube befestigen. Und den Sicherungshalter fixieren wir mit 2 Kabelbindern, entweder links am Steckerbahnhof, geht aber auch rechts an dem Sicherungshalter. Manchmal ist da Platz genug, dann kommt man noch etwas besser dran. Hier haben wir uns jetzt aus optischen Gründen für diese Position entschieden. Kabelbinder kürzen, sieht immer ein bisschen ordentlicher aus, dann ist das schon mal schick. Jetzt kann nämlich schon die Batterie rein, passt auf, dass ihr kein Kabel einklemmt bei der Gelegenheit. Auch hier muss die Batterie befestigt werden, gleiche Größe, 13er Nuss wie vorne bei der Starterbatterie. So, dann legen wir auch hier den Pluspol zuerst drauf, angezogen mit einer 13er Nuss, dann Polschutzklemme drauf, dann kommt der Minuspol, das macht jetzt auch gar nichts, da entfernen wir noch eine Unterlegscheibe, die brauchen wir in dem Fall nicht, dann passt auch die Polschutzabdeckung besser drauf. Jetzt die entspannte Handbremse dann wieder über die Bolzen legen, anschließend auf die Kodierung achten, dass das kleine Näschen auch links ist und dann wieder mit einer 3/8 Zoll Knarre die 13er Nuss benutzen. Erste Abdeckung drüber, zweite Abdeckung drüber, warten bis es richtig klack macht, zack, Handbremse anziehen, auf festen Sitz prüfen, dann geht's. Dann vorne wieder die Gurtschlussüberwachung zusammenstecken, Klick machen und vorne auf die Bolzen, die in die Bohrung den Sitz einsetzen, festschrauben, tun wir zuerst hinten, dann Sitz nach hinten, Schrauben vorne festmachen, festziehen, fertig. Dann kann der Musclepol vorne auch angeschlossen werden, ordentlich festziehen, Pluspol nochmal überprüfen und dann kann der Motor gestartet werden und wenn das Relais in dem Moment klickt, dann habt ihr die Installation richtig gemacht. Die Sicherung muss dann eventuell noch eingeschaltet werden, falls der Sicherungsschalter noch auf Reset steht. Dann müsst ihr den noch einmal zuschalten, aber ansonsten sollte dann alles sauber funktionieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, Daumen nach oben, kostet euch nichts, kostet nur einen Klick und wenn ihr Bock habt, schaut doch in die anderen Videos rein, die wir noch haben. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Martin.